Super. That worked. I see you deduced that 10200 in the Lucre's Base 3 was equal to their sacred number 99. Ja. Genau. Das war aber auch so offensichtlich, weil bei der 4, bei Base 4 quasi, oder Basis 4, diese höhere Zahl fehlte. Weil stimmt gar nicht, da gab es ja die 100, ne? Für die war ja das Set 100, dann wäre es die 16 gewesen. Ja, okay. Hauptsache funktioniert. This appears to be some sort of security lock. Was haben wir jetzt hier wieder? Nächste Rätsel? Nächste Tür? A security lock, Captain. Ein Sicherheitsschloss. A security Ja, lock. okay. A security lock, Captain. Ja, aber da muss doch irgendwas sein. Können wir da jetzt einfach... Ach so, das war nur... Ich dachte, es wäre schon die agierende Oberfläche. About as badly as a killed in a blast furnace, Captain. Wait a minute. Lieutenant Uhura has some news for you. The virus came from our sensor sweep of the moon's computers. We believe we have analyzed the memory sectors it attacked. Well done, Uhura. I wish I could take credit for it. It was Mr. Kyle who found the pattern. We are attacking it with antivirus programs. Ah, sehr gut. Computer science sounds more like medicine every day. If we had a doctor as good with computers as you are with patients, we'd be having a lot fewer problems. Finally, someone who appreciates me. Keep working at it, Uhura. Kirk out. Ach, schön. Ja, das wird ja dann so langsam. Was ist das jetzt wieder? Haben wir jetzt hier noch ein Eingabepad? A keypad in Base 3. In Base 3? Was stand denn hier draußen? This is a keypad that looks functional. Nix. Gut. Also da sagen sie jetzt sogar ausdrücklich Base 4. Erstmal alles angucken. Ich dachte nicht vorhin, das wäre nicht Hintergrundgrafik, sondern das wäre schon das Areal, was man anklicken könnte. A computer terminal. Each word in the Lucre language has 3 aspects: submissive, neutral, and aggressive, to supply connotation to their language. Okay. Gibt also 3 Versionen pro Wort: unterwürfig, neutral und aggressiv. Das brauchen wir vielleicht später auch noch. Was liegt ja hier im Boden? Das wird nur dieser Sand sein, ne? So, ist das denn? A computer terminal, Ja, Captain. genau. It uses the Lucre alphabet. I think I can decipher it. Ja, dann lassen wir mal wieder den Vulkan hier dran. Ist er das jetzt? Ja. Ich wusste gar nicht von hinten so genau, wer von den beiden das ist. The console reports the following. Welcome to Orbital Missile Base. Raketenbasis. Codename Scythe. This base has been operational for the past week. It has completed 1 successful fire mission. Estimation of success is at 22 over 100. 22%? That's very low. Hardly something to brag about. Doctor, in Base 3, 22 divided by 100 is equivalent to 8 out of 9, or 88%. I would think that quite satisfactory, given this base's probable mission of destroying the soft forces on Proxtree. It says the base has been operational for a week, but this has been here for 1,000 years. If the Lucres built this base with a clock that told the time by measuring the moon's rotational speed, or the gravitational forces generated by Proxtree and the sun, the computer may have calculated only a week of time has passed since its first action. I might be able to learn more with another look at the console. There is a substantial amount of data here, but in summary, Scythe was created by the Lucres as a launching platform for missiles to keep the Softs subjugated to their influence. The Softs managed to infiltrate the base. However, their actions triggered Scythe's auto-attack mechanisms and initiated a holocaust that nearly annihilated the planet. One soft strike did, in fact, hit the moon and deflected it from its orbit. It has been dormant since then. So why has the base been activated again? Given the damage to the moon, its slow rotation and orbit, it has never realized the war is over. On this pass, for the first time, it has detected radio wave transmissions from Proxtree. Because it does not recognize them, it assumes the Softs are still active. Its transmission to the planet, I would assume, was some sort of a check beacon to see if it should continue its mission. Jim, let's return to the ship and blast this place to destroy its weapons. Doctor, this moon is a god to the people down there. If we destroy it,
we will violate the Prime Directive. Spock is right, Bones. Spock, what are the chances that we could decode the transmission and send a stop code to the base? In trinary or decimal? Spock! 1.327 million to 1, provided the archaeological studies about Lucre's languages are correct. Our other option is to get into this base and see if we can bring the computers down. Also, das ist tatsächlich eine Raketenabschussbasis, die in dem Krieg verwendet worden ist. Und die ist irgendwie ein wenig defekt und glaubt, sie müsste jetzt weiter angreifen und hat einen kodierten Funkspruch zum Planeten geschickt, der dort nicht aufgefangen wurde, wahrscheinlich, weil ja auch keiner mehr weiß, wie man das entschlüsselt. Die sind ja quasi jetzt so im Stand 20. Jahrhundert. Und wir können den Mond nicht einfach zerstören, weil es für die eine Art Gottheit ist. Und deswegen müssen wir jetzt in den Computerkern eindringen oder in die Basis eindringen und die dort irgendwie abschalten. Also zumindest diese Raketenabschussvorrichtung, die da noch vorhanden ist. Weil Pille hatte vorgeschlagen, einfach den Mond zu zerstören. Kirk hatte dann gefragt, ob wir das an Bord irgendwie entschlüsseln können. Und die Wahrscheinlichkeit ist zu ungenau oder zu groß, dass wir das schaffen. Deswegen müssen wir jetzt weiter rein. Ja, okay. Wie machen wir das? Kann Spock hier diese Tür auch öffnen irgendwie? Achso, oder kommt jetzt wieder einfach nur ein Code, den ich mir irgendwo aus dem Finger ziehen muss? Ach du Scheiße. Ich guck mal kurz nach, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ja, ich hatte mir aufgeschrieben, die Arbeit mit 0, 1, 2. Was die 3 ist, die 4, die 5, die 6, die 9 und die 17 und die 99 habe ich mir aufgeschrieben. Aber was könnte denn jetzt... Seit einer Woche im Betrieb? Ich habe keine Ahnung. Ist das vielleicht der gleiche? Das hätte ich beinahe die Aufnahme mit dem Keypad beendet. That did not work, Captain. It is probable this lock also uses a number of some significance. Ja, das war jetzt die 99 wieder. Ja, aber welche Zahl hat denn noch Bedeutung? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Nein, ich habe da abgebrochen. That did not work, Captain. It is probable. Benutze nochmal das hier. Welche Zahl ist denn noch von Bedeutung? The console reports the welcome to Orbital Missile Base. 22 und 88, die Zahlen habe ich aber nicht. That's Doctor, in Base 3, 22 divided by 1. It says the base has been... If the Lucres built this base with a clock that told the time Das ist by eine measuring the moon's Mondumdrehung. rotational speed, or the gravitational forces generated by Proxtree and the Sun, there is a substantial amount of data here. But in the Softs managed to infiltrate the base. Sorry, dass ich jetzt gar nichts mehr sage. Ich lese und denke. Mehr kann ich gleichzeitig nicht. Given the damage to the moon, because it does not recognize them, it assumes the soft its transmission. Jim, let's return to the ship. Doctor, this moon Spock is in trinary. Spock! 1.327 million to. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal alle durch, alle Zahlen. Also ich habe mit der 99 angefangen vorhin. Dann nehme ich jetzt die nächste, die ich aufgeschrieben habe, war die 17. Also die nächstgrößere oder kleinere. Und dann kommt gleich die 9 und die 6. That did not work. Jetzt habe ich die 17 eingegeben, ich Trottel. Die 17 war die 122. Yeah! Fascinating. If the Federation language studies were correct, the ideograph for the word scythe in the Lucres language is the 17th symbol in their alphabet. That corresponds with 122 in Base 3. Ich wollte gerade sagen, dass das jetzt Zufall war mit der 17, dass ich die jetzt genommen habe, weil ich habe jetzt mit 99 einfach die 17 genommen, die 9, die 6, also sprich die 17 ist die 122, die 9 ist die 100, die 6 ist die 20, die 5 ist die 12, die 4 ist die 11, die 3 ist die 10. Ich hätte die jetzt alle durchprobiert. Aber stimmt, der Computer sagte uns, das wäre der Name Sis ist der 17. Buchstabe im Alphabet. Aber nein, da konnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt echt glücklicher Zufall. Ja, Glück ist quasi des Spielers Göttin, nicht wahr? Rein hier. Oh, schon wieder eine We Tür. have a cure for the computer virus. well done, Uhura. I modified Cutthroat C to exclusively attack the Lucre virus.
They annihilated each other, Captain. Fascinating, Lieutenant. Ah, sehr schön. The Klingons aren't going to be happy to learn that they helped us. How about the phasers and tractor beams? We may get the tractor beams online in time, Captain. I'm afraid even the backup phaser transmission codes were affected. We could destroy some missiles manually, but if this complex decides to launch more than 10 missiles at a time... Understood. The ball is in our court. We'll give it our best shot. Kirk out. Okay, also mit Hilfe eines Klingonenprogrammes haben wir jetzt einen Antivirenkiller wohl programmiert, die gute Uhura. Ich speichere mal eben diesen Erfolg, den wir jetzt hier insgesamt wohl haben. Genau. Ich ersetze mal den alten, und zwar die 6b, mein neuer Spielstand. Und schon wieder eine Tür. This door appears to be very Ja, solid. die Türen sind ja alle solide. This panel is designed to receive an ID card to make Hier the braucht man door diesmal open. eine ID-Karte und keinen Code. Ich weiß sonst auch nicht mehr, was ich da... 17. Buchstaben Alphabet. Ich sag doch, das Spiel schafft mich irgendwie. Wie soll man sich denn sowas merken? Waren wir Spieler früher härter oder woran liegt es? This door is made from remarkably dense alloys. Even our most powerful phaser rifle or welder would not be able to penetrate it. Ja. The thing must be almost as tough as a starship hull. Indeed, Ensign, and considerably thinner. A remarkable achievement in metallurgical engineering. This panel has a slot in it rather than a keypad. The slot bears traces of triphosphorus silver, and power is currently running to it. I am recording the pattern of this lock into my tricorder. Ah, okay, also das ist eine sehr solide Tür, die wir nicht aufschneiden können. Dann geht er einfach durch die Wand. Und an diesem Keypad ist Triphosphat Silber. Also das Gestein, was wir auch draußen schon aufgesammelt haben. Dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Can't say I like the decor. The Lucers did not leave behind many examples of their architecture. I can see why. Captain, with the 3K AG content of the surface rocks and the tricorder scan of the pattern inside the lock, I believe the laser drill can be used to fashion the ID card needed to open the sealed door in the other chamber. Und dann kommt wieder so ein Hinweis, der das schon verrät, dass der Bohrer eine Keycard fräsen kann. Und deswegen kennen wir doch schon aus der einen Mission mit den Gasflaschen, ne? Auf der Station, da war doch auch so ein Bohrer. Untersuchen wir erstmal alles. These are display panels for the laser drill. They are still functional. Das ist gut. Das ist der Laserbohrer an The sich. drill is unremarkable, except its aiming component is corroded and frozen in place. Was haben wir hier noch? Eine Kiste? A storage box of some kind. I detect no dangerous substances. Okay. Achso, Moment mal, da war ja noch was. Was ist denn das hier? Gar The nichts. mine shaft was drilled out of the lunar rock by a laser device, similar to the one mounted in the ceiling. Gut, kann Spock das hier irgendwie alles bedienen? Das ist ja irgendwie unser Multitalent. These are display panels. Okay. Huch. Laser-Setting 001? Laser-Setting 101? Laser-Setting 100? Achso, da muss ich mir meine Notizen wahrscheinlich hier nehmen. Also 001 ist, ich habe keine Ahnung. 10 wäre die 3. Und 100 haben wir nicht. 100 wäre in der Base 4 oder Basis 4 die 16. Also dann kann es ja eigentlich nur die 10 sein für die 3, behaupte ich jetzt mal ganz wild, oder? Aber ich habe Angst, da irgendwo drauf zu drücken. Ich weiß echt nicht so genau. Nee, wir brechen erstmal ab. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Können wir mit Spock mal eben sprechen, was er meint? This technology is cruder and less efficient than the rest of the complex, Captain. You look but see nothing of note. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich da... Unlike the surface rocks, the ore here is unremarkable. Okay, was können wir denn hiermit machen? Nichts. Können wir die aufmachen? Was ist denn da drin? This box contains old wire and connectors. Drähte und Steckverbindungen. Haben wir die jetzt mitgenommen? Okay, jetzt haben wir Kabel. Aber wofür?
Ich weiß schon wieder nicht genau, was man hier machen soll, ehrlich gesagt. Also ich sag das hier, weil das wird die 3, aber schießt nicht der Laser dann einfach? Was ist jetzt passiert? You look but see nothing of no. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das Spock, why sollte. don't you check out those laser drill controls? 1. Spock, why don't you check out those laser drill controls? Okay, dann nehmen wir die 100. Captain, the machine requests the proper coordinates before it may perform this operation. Ja, wo sollen wir die Koordinaten denn hernehmen? I used the keycard pattern scanned from the lock to program the drill. It should now be able to make a template of the keycard in the rock. Ernsthaft. Also, das war das Einzige, was ich hier drin, glaube ich, nicht mit dem Scanner benutzt habe. Ach ja, Nachlässigkeit. Das hat er hier gesagt, glaube ich, ne? Das heißt, die drehst uns da jetzt zum Muster der Keycard. Ich werde bekloppt. So, das kann ja auch 1 und 1 zusammenzählen. Ich lege jetzt da das Material rein, was die Keycard werden soll. Ach so, ja, aber Kirk, gehen wir lieber da weg. Aber welches Muster nehmen wir jetzt? 1, 10? Ich habe keine Ahnung. Was ist das jetzt? This is a keycard made from the triphosphorate silver rock. Ah, die Keycard ist also fertig. Das sieht irgendwie kaputt aus. Weißt du, ich habe jetzt die zweite Wahl genommen, weil das die Zahl 3 ergibt. Gucken wir uns die mal an, ne? Die sieht aber komisch aus. A duplicate of the Oh, passcard. scheint aber richtig zu sein. Gut. Dann können wir jetzt durch die andere Tür, denke ich mal. Jo, latsch du mal ruhig. So, jetzt können wir wahrscheinlich, ja nicht wahrscheinlich, jetzt können wir höchstwahrscheinlich die Keycard nehmen. Und die hier reinstecken. Wunderbar, ups, wunderbar, auf die Tastatur ausgerutscht. Ach Gott, ey, das ist auch... This appears to Und be es the geht immer brain of weiter. Psi. There are 2 identical but isolated computers that communicate with a third, which controls the launch of missiles. Also, wir haben hier 2 Computer, die den dritten steuern, der wiederum die Raketen abschießt. Ich denke mal, in der Mitte ist der Hauptcomputer, ne? Huch. Untersuchen wir das doch mal. All 3 of the computers in this room are fully operational. Ah, okay. Gucken wir uns mal alles an erstmal. This computer is functional and performing an average 0.75 million operations per second. Ach cool, da sind ja auch die Raketen. Gotto Graus. Was ist das da? This computer is functional and performing an average 1.2 million operations per second. Warum denn unterschiedliche? Auch eine gute Frage. A crude uranium-235 nuclear device with lithium-beryllium shells to increase heavy particle fallout. Krass. Haben wir noch irgendwas? Computer, Missiles, Computer, Missiles, Computer. This door is marked with a radiation hazard symbol. Okay, was ist denn das? Kann man da durch? Readings indicate an extremely high radiation level beyond those doors. It would be fatal to proceed beyond them. Achso, also dafür brauchen wir Schutzkleidung. Sollen wir das mal ausprobieren? Ja, ne? Save new game. Replace previous. Können wir da auch hochgehen? Hallo? Ich wollte eigentlich da jetzt hochgehen, nachdem ich gespeichert habe. Readings indicate an extreme... Ja, okay, ja, dann gehen wir da nicht hin. Ich dachte jetzt, man könnte das tun. Kann Spock hier irgendwas tun? Einen Computer abschalten vielleicht? Die haben auch unterschiedliche Geschwindigkeiten irgendwie. Ja. Estimated time to optimal launch range is 1.31 hours adjusted. Okay, und hier? Der scheint ja irgendwie schneller zu arbeiten, aber hat das Auswirkungen auf die Zeit?
Welcome to Side Operations Center. Tatsächlich. Alpha Unit. Estimated time to optimal launch range is 3.21 hours adjusted. Captain, something is wrong with the computers. They may be twins, but they are not identical. It appears they are out of sync, Captain. I have to assume the Alpha unit has a virus, which is using up an incredible amount of computing time. They report different optimum launch times, which is right. Given the elliptical orbit and the range at which they will pass Proxtree, the Omega unit is correct, but the window is very narrow. A variation of minutes will mean the missiles run out of fuel and fall harmlessly into the sun. Can you reprogram the Lucre's computer to give us that time, Mr. Spock? Reprogramming an old alien computer is not simple, Captain. The odds against success are 10,221 to 1 against. Too bad all Omega here couldn't just take a sick day and miss the firing. Because the two machines are isolated, the virus did not spread from one to the other. If we could only bridge them. Okay, das können wir ja gleich nochmal ausprobieren. This computer cannot be accessed directly. Alles klar. It is controlled by the other two computers. Ja, dann verbinden wir die beiden doch einfach mal. Also wir können den Hauptcomputer nicht manipulieren, wir müssen die beiden Computer miteinander verbinden. Hat Kirk quasi vorgeschlagen. Das war ja ein guter Hinweis in diesen sonst echt schwierigen Missionen teilweise. Kommen manchmal doch schon sehr nützliche Hinweise, aber teilweise denke ich mir auch so, boah, ey, das mit den Codes hier in dieser Mission zum Beispiel, Hammer. So, jetzt haben wir schon irgendwie eine Fanfare gehört und dass, wenn die Raketen zu spät kommen, dann in die Sonne stürzen. Das ist doch gut. Überprüfen wir das Ergebnis jetzt nochmal oder was tun wir jetzt noch? Ja, der Treibstoff wird vorher ausgehen. Gut. Weil der eine halt auch vom Virus befallen war, wie die Enterprise. They're operational again, Captain. We're ready to bring you back at any time. Super. Bring us home. Und keiner auf dem Planeten hat was von der Rettung mitbekommen und unserer Einmischung. So soll das sein nach der ersten Direktive.